囫囵吞Daten schlucken ohne zu kauen. Es war einmal ein alter Lehrer, der Dutzende Schüler in einer Privatschule unterrichtete. Eines Tages kam ein Freund des Lehrers, der ein Arzt war, während der Unterrichtspause zu Besuch. Er erzählte den Schülern: Die Birnen sind gut für die Zähne, können aber die Milz beschädigen. Chinesische Daten dagegen sind gut für die Milz, können aber die Zähne beschädigen. Ein unkluger Schüler hat über das Wort des Arztes lange überlegt und meldete sich: Wenn ich die Birne esse, werde ich sie nur kauen, aber nicht schlucken, sodass sie nicht meine Milz beschädigt. Wenn ich chinesische Daten esse, werde ich sie direkt runterschlucken, ohne zu kauen, sodass sie nicht meine Zähne beschädigen. Der Arzt musste darüber laut lachen. Im Chinesischen benutzt man das Idiom 囫囵吞枣, Daten schlucken ohne zu kauen in Kontexten, wenn jemand Wissen zu sich nimmt, ohne zu verstehen und nachzudenken. Der Prozess des Lernens wird mit dem Essen verglichen, wozu Kauen, Schlucken und Verdauen unentbehrlich sind. Vergleichbar damit, wenn wir lesen oder neue Kenntnisse erwerben, nehmen wir zuerst die Informationen auf, denken nach und verarbeiten sie mit unserem vorhandenen Wissen. Runterschlucken ohne zu kauen kann zum Verschlucken führen oder den Magen und Darm schwer belasten, was dem Körper mehr schadet als hilft. Das Kauen ohne Schlucken kann einem keine Nahrung bringen. Der Grundsatz des Essens für den Magen gilt auch für den Wissenserwerb. Konfuzius sagte: Lernen ohne zu denken ist eitel. Denken ohne zu lernen ist gefährlich. In vielen Schulen wird aber das Schlucken von Wissen erzwungen, ohne den Schülern genug Zeit zum Nachdenken zu geben. Ich habe persönlich einige Schuljahre erlebt, in denen wir für eine sehr wichtige Prüfung kaum Zeit hatten, die Kenntnisse aller Fächer verstehen zu können, sondern vieles nur unreflektiert auswendig lernen mussten. Mit dieser Methode kann es zwar manchmal gelingen, gute Noten bei der Prüfung zu bekommen, aber es hilft nicht, Wissen in der Praxis anzusetzen und Neues zu erschaffen. Langfristig ist es sehr nachteilhaft für die Nachwuchsförderung. Viele Mitschüler von mir haben beispielsweise durch die Bildungsart des Datenschluckens das Interesse für Lernen und die Neugier für Wissen verloren. Ich wünsche, dass alle von uns von guten Büchern profitieren können, sowie vom guten Geschmack und den Nährstoffen des Essens.